Hey Leute, mein Name ist Schmidti, ich bin hier Backpacker in Australien und heute geht es um das Thema Jobs. Das richtet sich natürlich vor allem an Backpacker hier in Australien. Ihr seht jetzt hier und in der Videobeschreibung die Timestamps. Da könnt ihr auch zu den Themen springen, die euch interessieren, besonders für Leute, die jetzt schon länger in Australien sind. Da braucht ihr die ganzen Anfangsinformationen eigentlich nicht. Ich weiß, viele strugglen bei der Jobsuche. Manche finden sehr schnell was, manche suchen wochenlang und es rührt sich nichts. Da gibt es halt diese 50-50-Meinung und deswegen möchte ich heute mal mein ganzes Wissen und meine Erfahrungen mit euch teilen. Noch ein kurzer Disclaimer, zu diesem Thema gibt es natürlich schon sehr viele Videos. Schaut euch auch andere Videos an. Jeder macht andere Erfahrungen und hat andere Informationen. Es gäbe so viel zu erzählen, ja, ich könnte eine Stunde erzählen, deswegen ich kann nicht jedes Detail mit reinnehmen. Ich habe es versucht, die wichtigsten Sachen für mich ins Video reinzunehmen und ich werde euch auch ein bisschen pragmatisch zeigen, wie ich mich beworben habe für meine Jobs. Noch kurz zu mir, mein beruflicher Background. Ich habe in Deutschland eine Büroausbildung gemacht, habe aber auch nebenbei immer mal schon auf dem Bau gearbeitet und meine Jobs hier in Australien waren dann auch alle in Construction, also auf dem Bau. Einmal in Perth im klassischen Hausbau quasi und einmal dann für Events habe ich große Festzelte aufgebaut. Da könnt ihr auch gerne hier die Videos auschecken, klären alles rund um die Jobs. Okay, ganz schnell angerissen, was brauchst du, um hier arbeiten zu können? Du brauchst natürlich ein Working Holiday Visa, das ist klar. Du brauchst ein australisches Bankkonto. Da kann ich Westpac empfehlen, funktioniert alles reibungsfrei. Dann brauchst du noch eine Tax File Number, das ist hier die Steuernummer, die kannst du einfach online beantragen. Folge da einfach auf der offiziellen Webseite den Anweisungen Schritt für Schritt und dann kriegst du die so nach 1-2 Wochen auch zugeschickt. Und das sind so die ersten Dinge, die ihr machen müsst, wenn ihr in Australien ankommt, ja, weil das braucht ein bisschen, bis die Bankkarte da ist, bis die TFN da ist. Dann empfehle ich auch direkt schon ein Superannuation-Konto zu beantragen. Das ist quasi ein Rentenkonto hier in Australien. Und der Arbeitgeber ist verpflichtet, euch diese Superannuation on top auf euer Gehalt zu zahlen. Das sind aktuell 11%, die ihr on top auf euer Gehalt bekommt. Das wird auf dieses separate Konto gebucht. Und wenn ihr das Land verlasst, kriegt ihr das wieder zurück. Aber nicht alles. Nur, wenn ich richtig informiert bin, so ungefähr 40%. Aber das ist geschenktes Geld. Also nehmt es auf jeden Fall mit. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob ihr dafür schon ein Bankkonto braucht, um das zu beantragen oder ob das einfach so geht. Müsst ihr auch abchecken. Zum Thema CV und Coverletter, also der Lebenslauf. Da empfehle ich die Seite Canva, da kann man mit super schönen Designs, das ist super easy und super schnell sich anfertigen. Zum Thema noch Flunkern im CV, ja, viele sagen, okay, ihr müsst ein bisschen da lügen, ein bisschen flunkern und ein bisschen, dass ihr Jobs bekommt. Also ich persönlich würde nie etwas erfinden, aber man kann die Erfahrung natürlich besonders ausschmücken. Ja, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe mal eine Woche auf dem Bau gearbeitet als Hilfsarbeiter, dann würde ich das auch gut ausschmücken und ein bisschen hervorheben. Aber ich würde jetzt niemals erfinden, oh, ich habe so und so viele Erfahrungen schon. Ich denke mir immer, Lügen gewinnt den Sprint, die Wahrheit gewinnt den Marathon. Aber im Endeffekt muss es jeder für sich selbst entscheiden. Gut, kommen wir zum Herzstück des Videos, nämlich den allgemeinen Tipps, die ich euch mitgeben kann. Vorneweg gesagt, mit Berufserfahrung oder mit einer Berufsausbildung ist hier natürlich, diese ganzen Tipps sind einfacher zu bewerkstelligen, okay? Aber das sind jetzt einfach allgemeine Tipps, die immer gehen. Der erste Punkt sind Freunde im Hostel, ja. Wenn ihr in ein Hostel geht, könnt ihr super viele Kontakte knüpfen. Ihr könnt dadurch direkt vermittelt werden, sprich zum Beispiel, ihr lernt jemanden kennen und der wechselt in 3 Tagen die Stadt und vielleicht braucht der Chef schon eine neue Person. So könnt ihr easy einen Job bekommen. Dann CV persönlich verteilen, das ist besonders interessant für Leute, die in Bars, Restaurants, Fitnessstudios arbeiten wollen. Da kann man einfach durch die Stadt laufen und verteilen. Da muss man sehr mühselig viel abklappern und immer wieder nachhaken. Das ist so die Erfahrung, die ich immer gehört habe. Da kenne ich mich persönlich nicht aus. Ich habe nur in Construction gearbeitet. Dann natürlich Facebook-Gruppen und Gumtree. In Facebook-Gruppen, da könnt ihr einfach eingeben, zum Beispiel Melbourne Jobs, wenn ihr in Melbourne seid, oder Melbourne Construction Jobs als Beispiel. Gibt ihr ganz viele Gruppen, ihr geht einfach rein, ihr könnt selbst einen Post machen, dass ihr Jobs sucht, oder ihr reagiert auf Arbeitgeber, die da was posten. Auf Gumtree gehe ich gleich nochmal genauer ein. Dann haben wir natürlich noch die Online-Websites. Seek,
Backpacker Jobboard, Crane Harvest, Costa Group. Da müsst ihr halt auch alles abklappern, ne? Da muss man sich auch viel bewerben. Das ist sowas wie Indeed. Indeed gibt es hier auch zum Beispiel in Australien. Dann noch Agencies, okay? Da gibt es sowas wie Hays. Da weiß ich, dass die landesweit operieren. Also sowas wie JRE Recruitment. Habe ich persönlich Leute, kenne ich, die haben darüber Jobs gefunden. Oder ihr gebt einfach mal in eurer Area, wo ihr seid, so ein Sprachfehler. Nee, ihr könnt bei eurem Standort in Google Maps einfach mal so eingeben, Job Agencies. Da seht ihr alle, würde ich persönlich einfach anrufen, direkt fragen, hey, ich bin der und der, ich suche einen Job, kann ich mein CV durchschicken. Dann große Firmen kontaktieren. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt von Construction arbeiten wollt und ihr seht in der Stadt eine Firma, dann direkt mal hingehen zu den Bauarbeitern und fragen, hier, ist hier was frei oder wo ist euer Boss, kann ich mal mit dem reden. Habe ich auch einige kennengelernt, die das gemacht haben. Oder auch Supermarktketten wie Woolworth, Coles, Aldi. Einfach mal hingehen, die suchen auch oft Leute, weil da ist auch eine hohe Fluktuation. Ja? Ich habe meinen ersten Job über Facebook tatsächlich gefunden. Da hatte ich natürlich auch Glück. Ne? Ich habe einen Post gemacht, dass ich was suche und mein Boss hatte mich damals angeschrieben. Ich habe mit ihm telefoniert, hatte ich den Job. Und meinen zweiten Job habe ich über Backpacker Jobboard gefunden. Da gehen wir auch gleich nochmal näher drauf ein. Alle nützlichen Links habe ich mal in die Videobeschreibung gepackt. Gut, schauen wir uns Backpacker Jobboard mal im Detail an. Das ist nämlich meine persönliche Lieblingsseite. Zeige ich euch auch gleich warum. Also ihr habt hier auf der Seite verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt Locations, Kategorien, natürlich könnt ihr euch durchklicken. Sagen wir jetzt mal, ihr sucht einen 88 Days Job. Da könnt ihr euch natürlich das raussuchen, was ihr wollt. Ich nehme jetzt einfach mal das hier. Ja, ich habe es mir jetzt noch gar nicht angeguckt. Da habt ihr dann hier natürlich die ganzen Infos. Ja, wie viel Geld kriegt ihr? Habt ihr eventuell Free Accommodation, Free Essen dabei? Und könnt ihr euch alles durchlesen. Auf jeden Job könnt ihr euch separat bewerben. Ein Profil anlegen, da könnt ihr euer CV reinlegen, euer Resümee. Ihr könnt eure Daten eingeben. Und dann könnt ihr auch für jeden Job ein Coverletter schreiben. Und ich empfehle euch, wenn ihr einen Job seht, okay, ihr wollt ihn unbedingt haben, der hat genau das, was ihr sucht und ihr bringt die Voraussetzungen perfekt mit, dann schreibt kein 0815 Coverletter, okay, das ist wichtig, weil ich glaube, dass es das Erste ist, was die lesen, okay, und die lesen hunderte Bewerbungen und wenn ihr da 0815 Zeug schreibt, dann fliegt die direkt raus. Das heißt, gebt euch da Mühe, wenn ihr wirklich einen Job haben wollt. Und das Geile an der Seite ist, ihr bekommt eine E-Mail, wenn der Employer eure gelesen hat und auch wenn ihr geshortlistet werdet. Das heißt, wenn ihr diese Nachricht bekommt, dann seid ihr in der engeren Auswahl. Da könnt ihr schon mal freuen, ihr kriegt sehr wahrscheinlich eine Nachricht vom Arbeitgeber. Noch ganz kurz zu Gumtree. Das ist so ein bisschen wie eBay Kleinanzeigen. Und da könnt ihr auch einen Post machen, dass ihr einen Job sucht. Ihr könnt auch auf andere Posts reagieren von Arbeitgebern, dass ihr Interesse habt. Und da würde ich auch genauso wie, was ihr in die Facebook-Gruppen reinpostet, einfach hier Copy-Paste, poste das auch auf Gumtree. Noch ein kleiner Tipp von mir, das habe ich auch immer gemacht. Wenn es nach 3-4 Tagen ich gar keine Response bekommen habe, dann habe ich das nochmal gepostet. Ja, dass ihr das immer möglichst aktuell haltet auf Gumtree. Und so habe ich mich halt dann bei Backpacker Jobboard auf alles Mögliche beworben, auf Gumtree, wie gesagt, immer wieder aktualisiert und auch in Facebook. Man muss sagen, natürlich mit bestimmten Faktoren, wenn du zum Beispiel ein Auto hast, hast du deutlich mehr Chancen. Ja, ich hatte auch manchmal von Farmen, haben mich Leute angeschrieben, hier, ich würde dich nehmen, hast du ein Auto? Und ich habe leider kein Auto, dann wird es halt nichts, ne? Ich wollte noch einige Worte über die Whitecard, RSA und die Tickets verlieren. Also die Whitecard ist eine Arbeitsberechtigung, einfach, dass ihr in Construction-Jobs arbeiten dürft. Das ist ein Muss und wenn ihr das machen wollt, dann macht es auch gleich am ersten Tag, beziehungsweise so schnell es geht. RSA ist die Berechtigung, dass ihr im Gastronomiebereich Alkohol ausschenken dürft. Wenn ihr das machen wollt, ist auch ein Must-Have. Und man kann diese 2 Sachen online machen, aber ich glaube nur in 1 oder 2 Bundesländern hier in Australien. Den Rest müsst ihr in Persona machen. Ich habe die Whitecard online gemacht in US in Australia und ich kann es nicht empfehlen, okay? Macht die in Persona, in jeder Stadt gibt es da zig Angebote, geht hin, das ist ein Tag für 6 Stunden oder so, dann schreibt ihr am Ende einen kurzen Test, da kommt jeder durch, dann habt ihr es rum, ja? Kostet auch immer ein bisschen Kohle, also ich glaube so $50 bis $80 ungefähr. Ja. Passt da auf jeden Fall auch auf vor Online-Scams. Ich packe die offizielle Seite für den Online-Kurs unten in die Videobeschreibung. Das ist der einzige Kurs, glaube ich, der auch wirklich legit ist, deswegen passt da auf. Okay, was sind diese Tickets? Ja, das sind Seminare oder Kurse für Jobs.
Das sind zum Beispiel Sicherheitsbelehrungen für Themen wie Feuer und Gas. Das braucht man zum Beispiel für die Mine. Ja. Das sind zum Beispiel Seminare, um bestimmte Tätigkeiten zu lernen. Man kann jetzt zum Beispiel Gerüstbauer lernen in ein paar Kursen. Das gibt verschiedene Stufen natürlich. Und wenn man die durchläuft, dann kannst du dir in diesen Jobs entsprechend auch dich bewerben. Ich habe zum Beispiel den Gabelstapler-Führerschein gemacht. Das ging 2 Tage. Das war auch richtig mit schriftlichen Test und mit praktischer Prüfung. Und natürlich, wenn du das dann aber hast, dann hast du natürlich viel mehr Jobmöglichkeiten. Dafür verschiedene Seiten und Informationen werde ich auch nochmal Links in die Videobeschreibung packen. Und wie viel kann man hier verdienen? Natürlich auch eine Frage, die viele interessiert. Also das ist natürlich sehr individuell und kommt auf viele Faktoren an. Sagen wir mal, ohne Berufserfahrung, einfach als normaler Hilfsarbeiter, Laborer, Kellnerin, auf einer Farm arbeiten, kommt man so auf 28 bis 35 Dollar die Stunde. Und ohne Berufserfahrung ist da jetzt auch nicht so viel Luft nach oben. Ja, ich kenne aber jetzt zum Beispiel ein paar Handwerkerfreunde, die sind Elektriker, Schreiner. Und die kommen auf 60 Dollar die Stunde. Ja? Also es geht, man kann hier viel verdienen. Gut, noch ein paar abschließende Worte. Also probiert wirklich alles aus, was ich gesagt habe. Ich denke, das ist so das Spektrum, was du halt alles machen kannst. Ja, Kontakte, online, direkt persönlich und natürlich konstant immer wieder. Ja. Manchmal habe ich gehört, mussten Leute 150 Bewerbungen schreiben. Ja, das ist hier normal. Ja. Es gibt sehr viele Backpacker, besonders zur Sommerzeit. Zur Hochzeit ist das Land einfach voll mit Leuten, die Jobs suchen. Da muss man leider damit rechnen, dass man auch mal länger suchen muss. Falls gar nichts klappt, wechselt mal die Stadt, wechselt mal das Hostel, neue Umgebung, kann auf jeden Fall helfen. Also ich habe schon vielen Leuten Tipps gegeben oder habe mit ihnen gesprochen und ich glaube, so ziemlich jeder hat auch irgendwann einen Job gefunden und hat auch mal Erfolg gehabt. Ja, gib niemals auf und dann wirst du auch erfolgreich sein. Ja, niemals aufgeben, das ist die Botschaft, das ist die Botschaft, die ich mitgeben kann. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Abo da, das würde mich sehr unterstützen. Wenn du Fragen hast, schreib mir jederzeit auf Insta oder schreib hier einen Kommentar. Ich beantworte in der Regel immer alles. Danke für dein Interesse, hab Spaß am Leben. Schmidti bleibt on Tour.